Shell kümmert sich heute um ein Instrument, das große Aufmerksamkeit verdient, nämlich den Wasserstoff. Ganz sicher besitzen Brennstoffzellenfahrzeuge das Potenzial, wichtiger Teil eines kohlenstoffarmen Transportsystems zu sein. Sie können in der Tat Wasserstoff sehr CO2-arm oder treibhausgasarm herstellen. Viele Besucher fragen, welches Auto soll ich mir denn jetzt kaufen? Ein batterieelektrisches Auto oder ein Brennstoffzellenauto? Wir glauben, dass es nicht eine Antriebstechnologie gibt, die alle Kundenbedürfnisse zufriedenstellen wird. Auch was die Themen des Umfeldes betrifft, politische Rahmenbedingungen, aber auch Infrastruktur. Auch hier gibt es ein sehr gutes Engagement von vielen Unternehmen, die mithelfen, auch an dieser Stelle die Rahmenbedingungen zu schaffen. Bereits in 2019, wo wir 100 Tankstellen in Deutschland haben, wird jede größere Stadt über 7, 8, 9 Tankstellen verfügen, sodass jeder Einwohner nie mehr als 5 oder 10 Kilometer zu einer Tankstelle fahren muss. Aus unserer Sicht hat der wasserstoffbetriebene Antrieb die riesen Vorteile, dass wir natürlich den Kundennutzen genauso ausrichten können wie bei einem normalen Verbrennerfahrzeug. Das heißt, Sie haben kurze Betankungszeiten. Das Fahrzeug schafft eine Reichweite von über 750 Kilometer. Und somit können Sie eigentlich den Kunden direkt die Technologie nahebringen, ohne dass der Kunde sich umstellen muss. Das Ganze funktioniert nicht mit Litern, sondern mit Kilogramm. Das Kilogramm ist ein toller Umrechnungsfaktor. Ich kann nämlich mit einem Kilogramm ungefähr 100 Kilometer fahren. Und ich kann 1 Kilogramm Wasserstoff in einer Minute betanken. Wasserstoff hat sehr gute Eigenschaften. Er kann viel effizienter mit einer hohen Energiespeicherdichte gespeichert werden wie Energie in Batterien. Und ich denke, in Abhängigkeit der Applikation, immer dann, wenn man hohe Lasten fahren muss, wenn man große Reichweiten braucht, dann ist Wasserstoff der Kraftstoff. Es muss publiker werden, dass Wasserstoff eine Lösung für die Energiewende der Zukunft ist. Ja, und wenn uns das gemeinsam gelingt, Wasserstoff sektorenübergreifend einzusetzen, dann wird es in der Mobilität sicherlich eine bedeutende Rolle spielen. Der Diesel wird sich aus dem Bahnverkehr in den nächsten 10 Jahren verabschieden. Das ist unsere Sicht der Dinge. Und dort kommen jetzt alternative Technologien zum Tragen, Batterie, und in Kombination mit der Brennstoffzelle-Wasserstofftechnik. Wasserstoff wird für die Erreichung der Klimaziele eine sehr wichtige Rolle spielen, da Wasserstoff die Basis für CO2-neutrales sowohl Fahren als auch als Speichermedium für Energie sehr, sehr einfach zu handhaben ist. Und so könnte die Zapfsäule der Zukunft aussehen.